Hallo und herzlich willkommen. Heute lernen wir Deutsch mit der Geschichte Flucht vor der Gefahr. Hört gut zu, entdeckt neue Wörter und habt Spaß beim Zuhören. Los geht's. Flucht vor der Gefahr. Hey Leute! Ich bin Julia und was ich euch heute erzähle, klingt fast wie aus einem Krimi. Wisst ihr, manchmal läuft alles ganz normal, man hat einen langen Tag hinter sich und will einfach nur nach Hause. So fing mein Tag auch an, aber das Ende war alles andere als gewöhnlich. Es war ein normaler Wochentag und nach einem endlosen Meeting-Marathon wollte ich nur noch schnell nach Hause. Mein Kopf schwirrte von all den Aufgaben, die ich im Büro erledigen musste, und das Einzige, woran ich denken konnte, war mein Sofa und ein bisschen Ruhe. Also stieg ich in mein Auto, meinen kleinen roten Wagen, der mich bisher nie im Stich gelassen hatte. Es war schon dunkel, die Straßenlaternen warfen sanftes Licht auf die Straßen, und ich fuhr los. Ich drehte das Radio leise auf und ließ den Tag einfach hinter mir. Aber dann, während ich an einer roten Ampel hielt, änderte sich plötzlich alles. Es war eine dieser langen Ampeln, bei denen man das Gefühl hat, ewig zu warten. Während ich so dastand und in Gedanken versunken war, sah ich plötzlich jemanden, der auf mein Auto zukam. Es war ein Mann, und etwas an seiner Art ließ mich sofort aufhorchen. Er schaute sich hektisch um, als ob er jemanden suchen würde oder schlimmer noch, als ob er vor jemandem fliehen würde. Zuerst dachte ich, dass er vielleicht nur über die Straße gehen will, aber dann ging er direkt auf meine Fahrertür zu. In dem Moment hätte ich eigentlich die Tür verriegeln sollen, aber ich war wie erstarrt. Mein Herz begann zu rasen, als er die Tür aufriss und mir ins Gesicht schrie: „Steig sofort aus!" Sein Ton war rau und aggressiv, aber was mich wirklich erstarren ließ, war der Blick in seinen Augen. Da war keine Spur von Zögern. Es war, als ob er bereit war, alles zu tun, um das zu bekommen, was er wollte. Mein Körper schaltete auf Autopilot und ich stieg zitternd aus dem Auto aus. In diesem Moment realisierte ich, dass ich nicht in der Position war, mich zu wehren. Es ging jetzt nur noch darum, in Sicherheit zu bleiben. Der Mann stieß mich grob beiseite und sprang hinter das Steuer. Für einen kurzen Moment sah er mich an, als wäre ich gar nicht wirklich da, als wäre ich nur ein Hindernis, das er überwunden hatte. Dann startete er den Motor und raste los, mein Auto verschwand in der Dunkelheit. Ich stand da, mein Herz schlug bis zum Hals, und ich fühlte mich völlig hilflos. Mein erster Instinkt war natürlich, die Polizei zu rufen. Mit zitternden Händen griff ich nach meinem Handy und wählte den Notruf. „Hallo, mein Auto wurde gerade gestohlen", stammelte ich. Meine Stimme zitterte, während ich versuchte, die Situation zu erklären. „Ich bin an der Müllerstraße, ein Mann hat mich aus meinem Auto gezwungen. Er ist mit meinem roten Kleinwagen weg, in Richtung der Hauptstraße." Der Operator blieb erstaunlich ruhig, was mich ein bisschen beruhigte. „Können Sie den Mann beschreiben?" fragte er. Ich atmete tief durch und versuchte, mich zu konzentrieren. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Kleidung an, eine Kapuze auf. Er sah wirklich angespannt aus, als ob er vor etwas oder jemandem fliehen würde. „Danke für die Informationen", sagte der Operator. „Bleiben Sie bitte dort, wo Sie sind. Wir schicken sofort eine Streife los."
Ich fühlte mich immer noch wie betäubt. Alles war so schnell passiert. Nur wenige Minuten vorher war ich einfach nur auf dem Heimweg gewesen, und jetzt stand ich da, ohne Auto, mitten in der Dunkelheit. Ich wusste, dass die Polizei unterwegs war, aber die Minuten zogen sich wie Stunden. Ich hörte plötzlich Sirenen in der Ferne. Die Polizei war tatsächlich schnell vor Ort. 2 Streifenwagen fuhren vorbei, und ich fühlte eine leichte Erleichterung. Aber ich konnte das Zittern nicht kontrollieren. Was, wenn sie ihn nicht finden? Was, wenn er einen Unfall baut? 1000 Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich immer noch regungslos auf dem Gehweg stand. Plötzlich sah ich in der Ferne, wie die Streifenwagen bogen. Sie haben ihn, dachte ich. Mein Herz schlug wieder schneller, aber diesmal vor Aufregung. Ich rannte die Straße entlang, so gut ich konnte, um zu sehen, was los war. Ich konnte meinen Wagen aus der Ferne erkennen, er war gegen einen Müllcontainer gefahren. Der Dieb versuchte noch, aus dem Auto zu springen und zu fliehen, aber die Polizisten waren schneller. »Bleiben Sie stehen«, rief einer der Beamten, doch der Mann war verzweifelt. Er rannte in eine Gasse, aber es dauerte nicht lange, bis die Polizei ihn einholte. 2 Beamte stellten ihn in die Ecke, während der 3. Polizist sich zu mir umdrehte und auf mich zuging. »Geht es Ihnen gut?« fragte er besorgt. Ich nickte, obwohl ich immer noch zittrig war. »Ja, ich glaube schon. Ich kann es kaum glauben, dass das gerade wirklich passiert ist.« Der Polizist versuchte, mich zu beruhigen. »Sie haben das Richtige getan. Ruhig zu bleiben und die Polizei sofort zu informieren, hat Ihnen vielleicht das Leben gerettet.« Als der Polizist mit mir sprach, begann ich langsam die ganze Schwere der Situation zu begreifen. Ich hatte einfach nur nach Hause fahren wollen, und plötzlich war ich mitten in einem Verbrechen gelandet. Mein ganzer Körper fühlte sich noch immer angespannt an, aber innerlich war ich so froh, dass niemand verletzt worden war. Besonders ich selbst. Ich blickte zu meinem Auto hinüber. Es hatte einen kleinen Schaden, aber es war nichts, was nicht repariert werden konnte. In dem Moment war ich einfach nur dankbar, dass ich in Sicherheit war. Ein anderer Polizist kam zu mir und erklärte, dass der Dieb schon länger von der Polizei gesucht wurde. Er war in mehrere Diebstähle verwickelt und hatte offenbar versucht, so schnell wie möglich zu fliehen, als er mein Auto entdeckt hatte. »Sie hatten großes Glück«, sagte der Polizist. »Solche Situationen können oft viel schlimmer enden.« Ich nickte nur stumm. Ja, ich hatte wirklich Glück gehabt. Und als ich endlich wieder in mein Auto steigen durfte, fühlte ich eine Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung. Ich setzte mich ans Steuer, atmete tief durch und startete den Motor. Alles schien plötzlich so surreal. Als ich endlich zu Hause ankam, saß ich noch eine Weile in meinem Auto und dachte über das nach, was passiert war. Es hätte wirklich anders ausgehen können. Aber am Ende war ich stolz darauf, wie ich reagiert hatte. Ich war ruhig geblieben, hatte die Polizei gerufen und hatte mich nicht in eine noch gefährlichere Lage gebracht. Was habe ich daraus gelernt? Erstens, dass man immer auf sein Bauchgefühl hören sollte. Als ich den Mann gesehen habe, hätte ich die Tür sofort verriegeln sollen. Aber manchmal handelt man nicht sofort, weil man denkt, dass nichts Schlimmes passieren wird.
Und zweitens, in solchen Momenten ruhig zu bleiben und die richtigen Schritte zu unternehmen, ist entscheidend. Das Leben ist viel wichtiger als jedes materielle Ding. Also, passt gut auf euch und eure Sachen auf und vergesst nie, dass Hilfe nur einen Anruf entfernt ist. Bleibt sicher, Leute, und danke, dass ihr mir zugehört habt. Der Tag verlief ganz normal, ohne etwas Besonderes. Der Tag verlief ganz normal, ohne etwas Besonderes. Ich hatte nur vor, schnell nach Hause zu fahren. Ich hatte nur vor, schnell nach Hause zu fahren. Doch plötzlich bemerkte ich einen Mann, der auf mein Auto zukam. Doch plötzlich bemerkte ich einen Mann, der auf mein Auto zukam. Er schaute mich an und kam direkt auf mich zu. Er schaute mich an und kam direkt auf mich zu. Mein Herz begann schneller zu schlagen, ich wurde nervös. Mein Herz begann schneller zu schlagen, ich wurde nervös. Er rief laut, steig aus dem Auto, er rief laut, steig aus dem Auto. Ich war völlig geschockt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war völlig geschockt und wusste nicht, was ich tun sollte. Er riss die Autotür mit voller Kraft auf. Er riss die Autotür mit voller Kraft auf. Ohne viel nachzudenken, stieg ich aus. Ohne viel nachzudenken, stieg ich aus. Er setzte sich ans Steuer und fuhr einfach davon. Er setzte sich ans Steuer und fuhr einfach davon. Ich stand wie angewurzelt da, völlig überfordert. Ich stand wie angewurzelt da, völlig überfordert. Es fühlte sich an, als würde die Zeit stillstehen. Es fühlte sich an, als würde die Zeit stillstehen. Sofort griff ich nach meinem Handy und rief die Polizei an. Sofort griff ich nach meinem Handy und rief die Polizei an. Meine Hände zitterten unkontrolliert vor Aufregung. Meine Hände zitterten unkontrolliert vor Aufregung. Die Polizei versprach, sofort zu kommen. Die Polizei versprach, sofort zu kommen. In diesem Moment fühlte ich mich einfach nur hilflos. In diesem Moment fühlte ich mich einfach nur hilflos. Zum Glück traf die Polizei endlich ein. Zum Glück traf die Polizei endlich ein. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf. Ich konnte nichts tun, außer zu warten und zu hoffen.
Ich konnte nichts tun, außer zu warten und zu hoffen. Nach einer Weile hörte ich, dass sie ihn gefasst hatten. Nach einer Weile hörte ich, dass sie ihn gefasst hatten. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Mein Auto war zwar beschädigt, aber das war jetzt nicht so wichtig. Mein Auto war zwar beschädigt, aber das war jetzt nicht so wichtig. Ich atmete tief durch und fühlte mich etwas erleichtert. Ich atmete tief durch und fühlte mich etwas erleichtert. Vorsichtig und langsam fuhr ich schließlich nach Hause. Vorsichtig und langsam fuhr ich schließlich nach Hause. Zu Hause angekommen, spürte ich endlich Sicherheit und Ruhe. Zu Hause angekommen, spürte ich endlich Sicherheit und Ruhe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.